Heute besuche ich einen Tatort, an dem es bis dato unheimlich zugehen soll. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Verbrecherischen. Euer Totengräber befindet sich hier in der Nähe von Lembeck, nördlich des Ruhrgebietes. Hier führt eine einsame Straße durch Felder und Pferdekoppeln. Nur vereinzelt gibt es hier Häuser. Die Umgebung ist friedlich und ruhig. Eine Gegend, von der man früher gesagt hätte, hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Und doch soll sie der Tatort eines Mordes und bis heute nicht ganz geheuer sein. Ein kleines Steinkreuz, kaum noch als solches zu erkennen, steht am Wegesrand hinter einem Graben. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Mord- oder Sühnekreuz. Das werde ich kurz erklären. Im katholisch geprägten Mittelalter setzte sich der Glauben durch, dass man in den Himmel kommt, wenn man reinen Gewissens stirbt. Hat man einige kleine Sünden auf dem Kerbholz, kommt man erst ins Fegefeuer, um sie wegzubrennen, bevor man in den Himmel kommt. Je mehr Sünden, desto länger wird man gegrillt. Ganz schlechte Menschen kommen in die Hölle oder sind verflucht, als Geister auf der Erde weiterzuleben. Da die meisten natürlich in den Himmel wollten, tat man Folgendes. Lag man auf dem Sterbebett und fühlte das Ende nahen, ließ man den Priester kommen, beichtete seine Sünden, erlangte Vergebung und die Seele konnte direkt ins Himmelreich. Verstarb man plötzlich bei einem Unglück oder als Mordopfer, konnte man vorher nicht beichten und landete wohl im Fegefeuer. Denn wer hat schon ein absolut reines Gewissen? Daher stellten die Angehörigen ein Gedenkkreuz auf, um Vorbeikommende zu bitten, für das Opfer zu beten, damit seine Seele bald ins Himmelreich einziehen konnte. Oft wurde auch vom Täter verlangt, ein solches Kreuz aufzustellen. Aber was ist nun genau hier passiert? Eine Inschrift trägt das Kreuz nicht. Dafür ist ein Fußabdruck in den Stein gearbeitet. Vor 100 Jahren genau erschien der Kalender der Herrlichkeit Lembeck, und in diesem ist Folgendes nachzulesen. Ein Schustergeselle auf der Wanderschaft ist hier an dieser Stelle von einem Wanderkollegen ermordet worden. Als man die Leiche fand, entdeckte man neben ihr einen Schuhabdruck des Mörders. Der Steinmetz arbeitete diesen Abdruck in das Kreuz ein. Heute nennt man dieses Mordkreuz bei Hahne auch Schusterkreuz. Wann genau dieses Kreuz aufgestellt wurde, ist nicht mehr überliefert. Jedoch ist die Gesellenwanderung ein Brauch, der vor allem zwischen dem Mittelalter und der Industrialisierung praktiziert wurde. Damals wanderten Handwerker nach dem Abschluss ihrer Lehre durch das Land und arbeiteten in verschiedenen Betrieben und Städten, um Lebens- und Arbeitserfahrung zu sammeln. Wie dem auch sei. Mehrere Jahre später kam der Mörder wieder hier vorbei. Er sah das Kreuz und probierte aus, ob sein Fuß tatsächlich in den Abdruck passte. Dabei wurde er von Anwohnern ertappt. Man ergriff den Mann und richtete ihn auf dem Galgenberg. Ich hoffe, die Beweisführung beinhaltete noch etwas mehr als nur die passende Schuhgröße, um als Mörder überführt zu werden. Wenn ich mir diesen spitzen Fußabdruck so ansehe, könnten meine Cowboystiefel auch reinpassen. Ja, aber das probiere ich besser nicht aus. Bei der Rechtsprechung hier knüpft man mich hinterher noch als Mittäter auf. Eigentlich könnte die Legende hier enden, meine Freunde. Tut sie aber nicht. Denn seit dieser Zeit soll es an diesem Ort nicht ganz geheuer zugehen. Es heißt zur Geisterstunde,
also zwischen 12 und 1 Uhr nachts, sollen hier noch heute Hunde und Katzen mit glühenden Augen vorbeikommende Wanderer erschrecken. Vielen Dank, dass ihr mich auf meiner kleinen Wanderung begleitet habt und gute Nacht.